Ich öffne meine Augen und schaue zur Decke. Ich sitze in einem Stuhl, kann mich nicht bewegen. Etwas, das sich wie ein Gurt anfühlt, hält meinen Kopf fest an der Rückenlehne. Ich schaue nach unten und kann den größten Teil des Gesichts eines anderen Mannes sehen. Sein Kopf ist auch festgebunden. Seine Augen deuten schräg nach oben rechts. Er kämpft mit zugebissenen Zähnen darum, sich zu befreien. Ich versuche es meinerseits, wohl wissend, dass es nichts nützt. Doch ich musste es versuchen. Der Stuhl ist an den Boden genagelt. Er wird sich nicht bewegen. Der Mann ist sehr nah an mir dran. Wenn wir uns bewegen würden, könnten wir uns wahrscheinlich berühren. Ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird. Hey, sage ich. Weißt du, was hier vor sich geht? Nein! Ich habe mich schlafen gelegt und plötzlich bin ich hier an einem beschissenen Stuhl gebunden aufgewacht. Mit einem verdammten Arschloch an meiner Seite, das wahrscheinlich in derselben Lage ist wie ich. Dumme Frage, nehme ich an. Kannst du irgendwas außer deinen Augen und deinem Mund bewegen? Er versucht es nochmal. Nur meine Finger und Zehen. Das ist alles. Okay, seufze ich. Es sieht aus, als stecken wir hier fest, bis wer auch immer das getan hat, sich entscheidet zu tun, was er vorhat. Wie ist dein Name? Mike. Ich heiße Chuck. Dieser Mann macht mich neugierig. Warum ist er mit mir hier? Kannst du dir irgendeinen Grund vorstellen, warum du hier bist? Hast du jemanden verletzt? Von jemandem gestohlen? Irgendwas? Mann, ich hab noch nie jemandem was getan! Schrie er. Ein paar Strafzettel, das war's. Man sollte meinen, dir erzählt wenigstens jemand, warum er dich entführt. Mir fällt auch nichts ein, sage ich vertrauenswürdig. Ich sehe ihn an, versuche nachzudenken, ob ich ihn kenne oder ob ich ihn jemals vorher gesehen habe. Aber dem ist nicht so. Irgendeine Möglichkeit, dass du mich erkennst? Ich glaub nicht. Also, wir sind zwei unschuldige Fremde. Ich glaube, es ist einfach zufällig. Er schnappt sich die erstbeste Person, die er kriegen kann. Aber wofür? Ich schaute mich so gut es ging um. Die Decke ist hoch und ich kann keine Wände sehen. Über unseren Köpfen ist ein Strahler, der uns beleuchtet. Alles, was ich mit meinen Fingern erfühlen kann, sind die Kanten der Armstützen. Ich kann nichts außer meiner Atmung und den versuchten Bewegungen meines neuen Begleiters hören. Was könnte uns hierher gebracht haben? Ist das Folter? Ist dort irgendeine psychotische Kraft, die uns zusammengebracht hat? Was auch immer die Antwort ist, ich fühle, dass jemand sterben wird. Hoffentlich nicht ich. Scheiße! Ich hab mich geschnitten. Ich glaube, irgendwas Hartes und Scharfes ist an meinem rechten Arm. Ich blicke zu ihm. Es ist eine Belastung, meine Augen so weit nach unten gerichtet zu halten. Er starrt mich an. Er gerät in Panik. Sein Mund ist weit geöffnet und er keucht. Ich bewege meine Arme so viel ich kann. Es fühlt sich an, als ob Gurte meinen linken Arm halten und Metallbänder meinen rechten Arm umgeben. Was zur Hölle? Was werden Sie tun? Ein lautes Kreischen ertönt, ohrenbetäubende Geräusche, Lautsprecher knistern, eine dröhnende Stimme. Guten Abend, meine Herren. Wie ihr zweifellos festgestellt habt, wurdet ihr eingeschränkt und seid jetzt Teil eines kleinen Spiels. Zwischen euch ist ein Tisch. Auf diesem Tisch ist eine Pistole. Irgendwann wird die Beschränkungen an eurem rechten Arm gelöst. Der Erste, der die Pistole erreicht und den anderen tötet, gewinnt sein eigenes Leben. Er wird einschlafen und freigelassen. Er wird ein freier Mann sein. Der andere wird entsorgt und nie wieder gestört werden. Falls keiner von euch beiden die Pistole innerhalb von 5 Minuten, nachdem die Beschränkungen geöffnet wurden, abfeuert, wird sofort ein lebensgefährlicher Strom durch eure Stühle geschickt und tötet euch beide ziemlich schmerzhaft.
Es ist besser, wenn einer stirbt, als wenn beide sterben. Stille. Wir warten darauf, dass die Beschränkung geöffnet wird. Es geschieht nichts. Was zur Hölle? Was geht hier vor, Chuck? Ich schätze, wir werden warten müssen. Vielleicht wollen sie, dass wir den Mann kennen, den wir töten müssen. Ich will keinen töten, aber ich will verdammt nochmal auch nicht sterben. Ich brüllte. Also willst du mich lieber töten oder sterben? Das ist die wichtige Frage. Ist dein Leben den Tod eines anderen wert? Könntest du wissend leben, wissend, dass du jemanden umgebracht hast, damit du leben kannst? Nein, Sagt er. ich würde lieber sterben, als jemanden zu töten. Noch viel lieber würde ich aber leben und niemanden töten. Würde ich auch, Mike. Es sei denn, du glaubst, wir könnten uns selbst in 5 Minuten mit einer Hand befreien. Er war einen Moment still. Dann begann er zu flüstern. Ja, aber was, wenn wir könnten? Was? Brüllte ich. Wie können wir uns sicher sein, dass wir wirklich 5 Minuten haben? Wie kann ich dir vertrauen? Wenn ich versuche, mich loszubinden, woher weiß ich, dass du nicht nach der Pistole greifst? Wie ich schon sagte, ich will lieber sterben, als jemanden zu töten. Wir sollten versuchen, beide lebend hier rauszukommen, anstatt die Alternative zu wählen. Ich denke, das ist der einzige Weg, kein Mörder zu sein. Ich lächle, obwohl er mich nicht sehen kann. Ich traue dir. Und du kannst mir auch vertrauen. Also das ist unser Plan. Wir werden uns selbst befreien und hoffen, dass wir es rechtzeitig schaffen. Ich weiß, ich werde nichts von diesem Tisch nehmen, bevor ich mich selbst befreit habe. Und ich glaube wirklich, dass Mike nicht versuchen wird, mich zu töten. Ich beginne zu planen, wie ich mich selbst befreie. Wäre es einfacher, zuerst den anderen Arm loszubinden? Muss ich meinen anderen Arm sehen, um dies zu tun? Falls nicht, müsste ich meine Kopfbeschränkung entfernen, damit ich schauen kann. Aber kann ich das mit nur einer Hand? Das entscheide ich, wenn es an der Zeit ist. Ich folge meinen Instinkten. Es fühlt sich an, als wären es 3 Gurte an jedem Glied. Einer an meinem Kopf, einer unter meinen Schultern und einer um meine Taille. Also an meinem Arm nicht mitgezählt sind das 12 Gurte oder Riemen, was auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genug Zeit dafür haben. Wir warten. Also, hast du Familie oder sowas, Chuck? Nein, nicht wirklich, sagte ich. Meine Eltern wohnen in der Nähe und ich treffe sie immer mal wieder. Ich habe ein paar Freunde, aber keine wirklich engen. Und du? Ich habe eine Freundin und ein Kind und den Rest der Familie halt. Ich will sie unbedingt wiedersehen. Ich habe gerade einen neuen Job bekommen und überlegte mir ein Haus zu kaufen. Alles lief richtig gut. Mann, warum muss das jetzt passieren? Warum muss das überhaupt passieren? Warum haben Menschen den Tod so gern? Mein Leben verglichen zu dem von jemandem wie ihm wirkt nicht fair. Ich will trotzdem leben. Ich will ihn nicht töten, aber ich werde mich nicht selbst opfern, damit er leben kann. Das Einzige, was eine vertrauenswürdige Person tun würde, ist unser Plan. Wir reden eine Weile. Er erzählt mir, wo er geboren wurde, womit er seinen Lebensunterhalt verdient, wie er seine Freundin getroffen hat, darüber, wie wundervoll seine Tochter ist. Ich übernehme. Ich spreche einfach über alles. Schule, Freunde, meine Pläne fürs Leben. Wir unterhalten uns weiter über unsere Leben, die wir bald verlieren könnten, bis wir es nicht mehr tragen können zu sprechen. Wir warten, was wie eine Stunde der Stille wirkt. Immer noch. Nichts passiert. Mike beginnt zu brüllen. Hey, los jetzt! Sollen wir den ganzen Tag warten? Keine Antwort, außer Stille. Mike schüttelt sich, so viel er kann, zumindest. Ich will mein Kind wiedersehen. Ich will hier raus! Mike, bleib ruhig. Denk darüber nach, wie du hier rauskommst. Wie du deinen anderen Arm befreist. Dein Kopf, deine Brust, deine Beine. Okay. Ich bin cool.
Er wirkt nicht cool. Wir warten etwas mehr. Jedes Mal, wenn ich runterschaue, wirkt Mike schlimmer. Ich versuche mit ihm zu sprechen, ihn aus seinen Gedanken zu holen, aber er antwortet nicht. Ich warte eine Weile, hoffe, dass wir uns beide von diesem verfluchten Spiel befreien können. Als ich ihn ansehe, fühlt es sich so an, als ob ich hier seit Jahren gewesen bin, nur da sitzend und über den Tisch schauend. Schließlich beginnt er zu murmeln, aber ich kann ihn hören. Nehmen wir mal an, dass wir hier rauskommen können. Sie könnten uns eingesperrt haben. Sie könnten Leute haben, die uns in einer Sekunde töten, sobald wir diesen Raum verlassen. Ich weiß nicht einmal, wo wir sind. Wir könnten in der Mitte einer Wüste oder der Antarktis stehen. Verdammt, da könnte jemand 2 Meter links von uns stehen und ich würde es nicht merken. Sie könnten die ganze Zeit zugehört haben und wissen, was wir planen. Ich weiß nicht einmal, was mich hält. Vielleicht müssen sie mich hier rausschneiden und es ist unmöglich, sich mit nur einer Hand zu befreien. Jemand muss sterben und ich bin es sicher nicht. Mike! Ich versuche ihn zu beruhigen. Konzentrier dich. Konzentrier dich darauf, hier rauszukommen. Niemand muss sterben. Ich weiß es. Du musst es auch wissen. 12 Gurte, das ist alles. Wir gehen raus und sind endlich frei. Die Beschränkung öffnet sich. Ich hebe meinen rechten Arm zu dem Gurt an meinem Kopf und beginne ihn zu lösen. Ich sehe, dass Mike über den Tisch herübergreift. Ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann. Sorry, Chuck. Ich habe Familie. Mein Leben ist mehr wert als deins. Tu das nicht! Es ist noch viel Zeit! Kehre nicht als Mörder zu deiner Familie zurück! Fick dich! Der Gurt an meinem Kopf ist gelöst. Ich schaue schnell runter. Seine Hand bewegt sich auf dem Tisch schnell hin und her, als er versucht, die Pistole zu finden. Sie ist nicht da. 5 Jahre, sage ich, während ich aufstehe und nach dem Todesschalter greife. 5 Jahre von endlosen Variationen. Und sie greifen immer nach der Pistole.